Langfristig investieren, entspannt Vermögen aufbauen. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett und damit zu einer weiteren Folge. Hoffnung ist keine Anlagestrategie. Heute werfen wir zusammen einen Blick auf Realty Income, the Monthly Dividend Company. Hier wurden neben neuen Quartalszahlen auch Strategiepläne im Data Center Bereich veröffentlicht und wir bewerten da die aktuelle Situation fundamental und technisch. Vielleicht nochmal kurz zu Realty Income selber. Wir sind hier in der Branche Immobilien unterwegs. Realty Income ist ein REIT, ein Real Estate Investment Trust und investiert hier vordergründig in freistehende Einzelmieter geführte Immobilien mit wirklich langfristigen Mietverträgen, vor allem in den USA und Europa. Ja, sie vermieten vor allem an große und stabile Unternehmen aus den Bereichen wie Einzelhandel, Gesundheitswesen und Industrie. Und einer der größten Kunden ist zum Beispiel hier Walmart oder auch 7-Eleven. Ich denke, ist ja auch jedem bekannt, dass Realty Income absoluter stabiler Dividendendauerläufer eigentlich, also was die Dividende angeht. Und man zahlt hier seit Jahrzehnten eine monatliche Dividende. Und durch diese langfristigen inflationsgeschützten Mietverträge mit finanziell starken Mietern hat man sich dann natürlich auch eine starke Absicherung einfach besorgt und kann stabile Cashflows generieren. Vor allem interessant sind jetzt auch so ein paar Zukunftsfantasien, die Realty Income hier befeuert. Einerseits in Europa, aber eben auch mit diesen Datacentern, die man jetzt immer weiter aufbauen möchte. Schauen wir uns mal die letzten Quartalszahlen genauer an, die jetzt hier Realty Income veröffentlicht hat, eben zum abgelaufenen Quartal im Februar 2025. Die sind jetzt circa 2 Tage alt, also noch wirklich sehr neu. Und hier werfen wir erstmal noch auf einen Blick so auf den Gesamtmarkt. Also einerseits haben wir 75 Milliarden US-Dollar Enterprise Value bei Realty Income und ein Credit Rating von A- von S&P. Also doch eine relativ starke Situation. Seit 56 Jahren ist das Unternehmen schon im Business und man hat sich eine unglaublich starke Historie bei der Dividende angebaut oder aufgebaut. Wir haben 656 monatliche Dividenden bereits ausgeschüttet hier und 110 Quartale in Folge wurde Dividende erhöht. Also wirklich aus Dividendensicht einer der spannendsten US-Aktien, die es überhaupt an der Börse gibt. Die Highlights vom Jahr 2024 können wir uns hier nochmal zusammengefasst anschauen. Wir haben ein AFFO per Share von 4,19 US-Cent erreicht und das stellt jetzt hier ein Wachstum von 4,8% im Vergleich zum Vorjahr dar, heißt 5% knappes AFFO per Share Wachstum. Ja, ist ganz attraktiv, ist, ich denke eigentlich ein doch interessanter AFFO-Wachstumswert, ist natürlich jetzt nicht dieses extreme Wachstum. Also ja, gemächliches Unternehmen ist natürlich auch schon stark eingesessen, auch in der Immobilienbranche. Von dem her jetzt hier moderates Wachstum mit 5%, auch realistisch. Zudem sehen wir, dass hier auch die Guidance direkt für dieses Geschäft herausgegeben wurde, eben hier für 2025. Neben 4 Milliarden Investmentvolumen auch jetzt hier die Range für den AFFO per Share. Der wurde festgelegt auf zwischen 4,22 bis 4,28 soll also wieder um die 5%, also eher einstelliges unteres Wachstum hier betragen. Also keine Veränderung, was das angeht. Ein wichtiger Wachstumstreiber für die Realty Income Aktie ist vor allem Europa. Also Sie sehen Europa hier als eine attraktive Wachstumschance und glauben, dass Sie da auch noch einiges an Investitionen tätigen können und da vor allem im Vergleich zu den USA einiges an Expansionsmöglichkeiten hier in den nächsten Jahren sein könnten. Wir sehen jetzt hier nochmal links das Marktpotenzial in den USA. Also einerseits hier diese klassischen Bereiche, die Realty Income schon hat. Also einerseits hier Retail, dann diese Consumer, Industrial Segmente und auch ein kleiner Teil bereits existierender Data Center. Jetzt gucken wir jetzt noch auf die rechte Seite und das sind so ein bisschen die Zukunftsmärkte, die Realty Income jetzt in Fokus legen will. Einerseits auf die Data Center Developments und zwar 0,4 Trillion US-Dollar und den Gaming-Bereich. Das sind praktisch jetzt hier diese Emerging Investment Verticals, die zusätzlich
zu diesem Total Addressable Market in den USA beitragen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Fokus auch dieses Videos, dass jetzt hier nochmal die Strategie vorgestellt wird, die hinter den Datacentern nochmal stehen, weil das ist doch relativ auch interessant, gerade dass man jetzt in so einem ja, wirklich wachstumsstarken Markt sich noch weiter spezifizieren möchte bei Realty Income, finde ich, dass das ein Hinweis darauf ist, dass das Management ja absolut kompetent ist, da auch, ja, auch einen Weg gefunden hat, wie man sich in die Richtung aufstellen kann und davon auch profitieren kann. Schauen wir uns mal die Prognosen hier unten an, der Datacenter. Ab 2022 hier oben in Orange die Datacenter Wachstumsraten und die sollen in den nächsten Jahren wirklich extrem explodieren, also stark anwachsen und da sieht es einfach sehr gut aus. Also Wachstum zwischen 10 und 20%, was die Datacenter angeht, das liegt natürlich deutlich über den normalen Wachstumsraten des üblichen Real Estate Marktes und da ist es natürlich sehr wichtig, dass Realty Income sich hier gut aufstellt und deswegen investiert man hier auch wirklich stark in die Datacenter, die man hier aufstellen möchte. Also es ist ein neuer Punkt einfach in der Strategie, wird ein neues Umsatzsegment werden, das, denke ich, meiner Meinung nach auch wirklich gute, langfristige ja, Möglichkeiten mit sich bringt. Also es ist ein zukunftssicherer Markt, der ist auf jeden Fall auch megatrendlastig. Von dem her finde ich das wirklich sehr gut, dass hier Realty Income einen Fokus darauf richten möchte, auch wenn wir ganz klar sagen müssen, das macht jetzt im Vergleich zu dem Standard-Business und den Standardsegmenten, die es jetzt bereits gibt, nur einen sehr, sehr kleinen Teil aus, aber ist ganz nett, nochmal so eine kleine Zukunftsfantasie auch mit dabei zu haben bei Realty Income und ich glaube, da ja, wird sich Realty Income definitiv gut positionieren können, gerade mit den Investment Volumes, die sie hier nochmal rausgebracht haben, glaube ich, dass es eine ja, doch spannende Situation ist. Wenn wir uns das Balance Sheet anschauen, sehen wir, dass hier ja, an sich hier die Maturities, also die Auslaufzeiten der Schulden, sich einigermaßen gut verteilen auf die Jahre. Aber vor allem 2026 wird jetzt einiges fällig, was wahrscheinlich refinanziert werden muss. Also wäre gut, wenn wir jetzt hier in diesem Jahr oder bis 2026, bis diese ganzen Schulden fällig werden, noch ein bisschen in den Zinsen sinken, weil natürlich auch einiges davon dann refinanziert werden müsste. Also jetzt hier im nächsten Jahr dann doch ja, relativ großer Schuldenberg, der da ansteht. Hier sieht man nochmal so ein kleines Snapshot aus dem diversifizierten Portfolio. Möchte ich aber jetzt nicht mehr allzu genau eingehen. Auf jeden Fall, ja, relativ attraktives Ergebnis. Nein, kein explosives Wachstum, aber alles im Rahmen. Wenn dir dieses Video gefällt, by the way, dann lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da und ein Abo natürlich nicht vergessen und ganz wichtig, die Glocke aktivieren, weil dann verpasst du eben auch keine spannenden Videos mehr, die ich hier veröffentliche und es hilft mir natürlich auch wirklich weiter, also gerne Daumen nach oben da lassen. Gucken wir mal so einen Blick auf den Qualitätscheck, um nochmal so ein Gefühl zu bekommen für die Realty Income Aktie. Und wir sehen halt ja auch, also wir bewegen uns langfristig langsam nach oben. Wir haben wachsende FFOs, wir haben einen wachsenden Gewinn. Die Dividende wird natürlich schön gesteigert und die Prognose sagt auch, dass es so weitergehen soll. Es ist halt jetzt hier keine Nvidia, das ist hier jetzt keine SAP, es ist ein langweiliges Geschäftsmodell und ja, langfristig steigt die Tendenz oder geht der Pfeil nach oben, aber eben doch relativ langsam. Was die Umsätze angeht, da sagt auch die Prognose, die sollen weiter anwachsen, die Margen sollen sich jetzt auch wieder etwas erholen, laut der Prognose. Und das wäre natürlich auch ja, im Zusammenhang mit den Zinsen ein logisches Signal und würde hier dem Kurs sicher auch gut tun. Ganz klar, also die Aktienanzahl geht hier langfristig hoch, ist aber ganz typisch für einen REIT. Bei der aktuellen Bewertung, also auf Basis der letzten 5 Jahre, was die FFOs angeht oder AFFO, liegen wir hier deutlich unter dem Durchschnitt, nämlich hier knapp 20% unterm Schnitt. Wenn wir uns hier unten anschauen, die AFFOs und FFOs liegen bei 13,4 bzw. 14 im Vergleich zu 16,1 und 16,9 im Schnitt der letzten 5 Jahre. Also aus dieser Warte jetzt hier doch auch eine sehr interessante Situation, um sich Realty Income mal ins Depot zu legen. Auf Basis des AFFOs der letzten 3 Jahre sind wir jetzt hier auch minus 10% unterbewertet und da sind ja jetzt auch schon ein paar schwierige Jahre mit drinnen und auch hier können wir uns mal antizipieren. Ich denke, dass da die Erwartungen vielleicht sogar ein bisschen übertroffen werden können von den Analysten.
Da hätten wir aufs Jahr gerechnet jetzt hier eine Rendite von 19,4% bis zum Jahr 2026, also Anfang 2027. Halte ich doch für relativ realistisch, gerade wenn man es hier auch noch schafft, in dem Datacenter-Bereich sich noch stärker aufzustellen und regional immer weiter auch in die europäischen Länder zu expandieren. Da hat man ja jetzt noch im Vergleich zu den USA einen relativ geringen Anteil. Bevor wir jetzt dann noch gleich auf den Aktienkurs kommen von Realty Income und das technisch auch einordnen, ob sich jetzt ein Kauf lohnt. Falls du noch auf der Suche bist nach einem wirklich guten Aktienbroker, kann ich dir Finanzen.net Zero empfehlen. Da kannst du jetzt 5% Cashback auf deine Sparrate auf den MSCI World bekommen. Also ganz nette Aktion, und mit dem ersten angepinnten Kommentar unter dem Link in der Beschreibung kannst du hier dieses Konto öffnen und mich auch damit indirekt unterstützen. Danke dir. Bevor wir jetzt den Chart technisch analysieren, wollte ich jetzt hier nochmal einen kleinen Ausschnitt zeigen des Total Returns im Vergleich zum S&P 500, also dem breiten Index in den USA, wo die 500 größten US-Unternehmen gelistet sind. Und hier ist jetzt praktisch die Dividende schon mit eingerechnet. Wir gucken uns jetzt nur die letzten 5 Jahre an, weil in der Zeit davor war das Bild auch ein bisschen anders über weite Flächen. Aber wir können jetzt hier festhalten, in den letzten 5 Jahren wäre der S&P 500 als Index das deutlich bessere Investment gewesen als Realty Income. Auch mit Dividende eingerechnet. Also ich meine, klar, Realty Income hat den Vorteil, ich habe Cashflow, ich habe eine hohe Dividendenrendite und ich kann dann mit dieser ausgeschütteten Dividende ja wieder irgendwas anderes investieren. Also es hat schon gewisse Vorteile und ich kann auch strategisch nachvollziehen, wenn man Realty Income ins Depot nimmt, wenn man diesen Cashflow durch diese hohe Dividende monatlich haben möchte. Aber wir müssen festhalten, S&P 500 wäre die deutlich sichere und langfristig bessere Anlage in den letzten 5 Jahren gewesen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass hier ab sofort, also ab dem Zeitpunkt jetzt in den nächsten Jahren sich diese Outperformance wieder so ein bisschen invertieren könnte und während Realty Income dann tendenziell steigt, der S&P 500 vielleicht auch wieder in der Korrektur abrutscht und die Schere dann wieder deutlich zueinander führt. Gucken wir uns jetzt die aktuelle Situation bei Realty Income an. Also wir sind jetzt hier im Monatschart. Technische Analyse jetzt. Klar, da sieht man eben auch schon, dass hier die Seitwärtsphase schon wirklich lange ausgebildet wird. Das ist jetzt hier mal ohne Dividenden. Wir haben uns ja auch immer wieder, wir schauen uns Realty Income immer mal öfter an. Also ich glaube, alle 2-3 Monate sowas in dem Rahmen schauen wir uns die Aktie an. Und hier ist auch einiges passiert. Also wir haben über die Bodenbildung gesprochen, dann über den Ausbruch, dann den Retest, dann sind wir hier nochmal unten drunter gefallen, unter die allerschönste Zone, konnten uns aber jetzt hier stabilisieren, in dem Bereich um 50, 51 US-Dollar. Dann sogar nochmal ein Kaufsignal hier generiert, wenn wir uns das auf kurzfristiger Ebene anschauen, also hier mit Überschreiten von 53 US-Dollar 67, also da müsste auch das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns die Aktie angeschaut haben. Da haben wir ein Kaufsignal generiert, seitdem haben wir uns auch schön entwickelt, also doch relativ gutes Zeichen, haben hier auch mittelfristig, also auf kurzfristiger Ebene sowieso und auf mittelfristiger Ebene auch einen neuen Aufwärtstrend etabliert und ich gehe davon aus, dass der jetzt hier fortgeführt wird. Ich bin tatsächlich auch mit eingestiegen, also habe jetzt hier beim Überschreiten von diesen 54, 76 habe ich mal eine Tranche reingelegt und bin jetzt hier auch bei Realty Income an Bord. Ist jetzt nochmal hier so eine Spekulation drauf, dass auch mit der Erholung des Immobiliensektors hier eine Erholung bei Realty Income stattfindet. Und ich habe das auch live geteilt auf dem Discord-Kanal. Also jeder, der da zum Beispiel bei der YouTube-Mitgliedschaft sich beteiligen möchte, mich auch natürlich auch unterstützen möchte, da Zugriff bekommen möchte auf meine Aktienkäufe, der kann gerne mal das auschecken. Da teile ich praktisch immer meine Käufe ins Cashflow-Depot, das ich jetzt hier aktuell am Aufbauen bin. Habe ich auch noch ein paar andere Käufe getätigt. Also klarer Fokus auf hohe Dividendenausschüttung, nicht die allergrößten Kursraketen. Also da ist jetzt eben der Fokus auf die Dividende und da achte ich vor allem auf wirklich doch sehr, sehr gute Einstiegssignale. Ja, deswegen bin ich jetzt eben hier auch an Bord und wir sehen CAV von 3,07, haben jetzt den Stop-Loss sehr aggressiv bei 51,49, konservativ wäre es dann eigentlich erst hier unten bei 44 US-Dollar.
Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass wir hier wieder ja, langfristig nach hier oben kommen, also vielleicht 75, 72 oder irgendwann mal 82 US-Dollar. Das wird aber auf jeden Fall ein Prozess sein und wird länger dauern, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Und ja, aktuell finde ich Realty Income immer noch eine interessante Aktie. Es wurde einfach alles so stark abgestraft. Wir sind in einem schwierigen Zinsumfeld und wenn sich da das Blatt wendet, dann werden auch diese Aktien, denke ich, wieder deutlich im Kurs anwachsen. Und da ist doch im Moment das ganze Sentiment so schlecht, dass man da vielleicht echt überlegen könnte, ob man nicht so eine Aktie auch ins Portfolio legt. Neben Realty Income habe ich tatsächlich auch zuletzt noch bei einer anderen Immobilienaktie zugegriffen, bei einem anderen REIT. Auch das habe ich im Discord geteilt. Ja gut, aber lasst mir jetzt mal eure Meinung da. Was glaubt ihr denn? Denkt ihr, dass Realty Income es schafft, den Turnaround zu komplementieren und bald wieder deutlich höhere Kurse hier aufzuzeigen? Wir haben im Moment eine sehr attraktive Dividendenrendite von 5,7% immer noch. Also ist immer noch eher eine, denke ich, eine Chance. Wir sind jetzt hier noch nicht so weit entfernt von den Bodenbildungen, als dass sich jetzt hier ein Einstieg nicht mehr lohnen würde. Also ich finde es attraktiv und die Kaufsignale sind da. Deswegen denke ich, kann man da entspannt jetzt mal reingreifen. Klar, immer mit Risikomanagement und mit Sinn und Verstand. Denn das ist natürlich auch alles keine Anlageberatung. Ihr handelt immer auf eigenes Risiko und mit eigenem Kapital. Ich kann nicht für Verluste, die auf Umsetzung meiner Gedanken oder Ideen entstehen, haften. Ja, aber das war so ein bisschen meine Meinung. Also in mein privates Depot würde ich die Aktie nicht kaufen, weil sie mir im Vergleich zum S&P 500 zu wenig Total Return abliefert, gerade für das höhere Risiko. Muss aber auch sagen, wenn ich die Aktie unbedingt haben wollen würde, würde ich sie mir jetzt kaufen, weil die Zinsphase jetzt eben gerade schlecht ist. Also ein bisschen antizyklisches Einstiegsverhalten. Und ja, habe ich ja schon erwähnt, also im Cashflow-Depot, da habe ich sie jetzt drinnen, da bin ich jetzt eingestiegen. Und mal schauen, wie sich die Aktie jetzt entwickelt. Hängt eben auch davon ab, wie sich die US-Wirtschaft ja, entwickeln wird. Gut, aber das war es jetzt für dieses Video zu dieser kleinen Analyse, zu dem kleinen Update. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann jetzt gerne mal Daumen nach oben da lassen und auf jeden Fall kostenlos abonnieren. Dann verpasst du eben auch keine neuen Analysen mehr von mir, wie zum Beispiel zu United Health und Old Dominion Frightline. Die beiden Aktien sind ja unglaublich stark abgestürzt, sind auch ja, interessante Dividendenwerte. Kannst du dir gerne mal jetzt auschecken. Und das war's für dieses Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und ciao.